Für die Installation der Abflussstelle benötigen wir jetzt die Abflussstelle inklusive aller Bauteile, den grauen Schlauch, einen Schraubendreher und die Bohrmaschine. Für die Installation ist ein gerades, glattes Rohr erforderlich. Habt ihr so eines hier, benötigt ihr noch schnell kostengünstigen Ersatz aus dem Baumarkt. Wir bohren das Loch oberhalb der Wasserkante und nicht zu dicht am Spülbecken, damit das Abwasser richtig abfließen kann und es nicht zur Verkeimung im Schlauch kommt. Unser Tipp: Bohrt das Loch erst mit einem kleineren Bohrer leicht an, bevor ihr mit dem großen Bohrer fortfahrt. Achtung! Bitte bohrt vorsichtig und achtet darauf, dass ihr auf der anderen Seite des Rohres nicht hindurchbohrt. Wir entfernen überschüssiges Material am Rohr, um eine möglichst glatte Oberfläche zu schaffen. Am folgenden Bauteil drücken wir den Punkt in der Mitte einmal heraus und ziehen die gelbe Folie auf der Rückseite ab. Dieses befestigen wir mit der klebenden Seite auf der Innenseite der Abflussstelle, und zwar gerade und so, dass beide Löcher übereinander liegen. Die Mutter aus dem Lieferumfang schieben wir ca. 3 Zentimeter auf unseren grauen Schlauch auf und führen diesen durch die Öffnung der Abflussschelle. Von Hand drehen wir die Mutter auf dem Gewinde fest und nutzen den Maulschlüssel abschließend zum Festziehen. Die Abflussstelle befestigen wir jetzt am Abflussrohr. Dafür stecken wir den Schlauch in das vorgebohrte Loch. Wir setzen die beiden Schrauben aus dem Lieferumfang auf den Außenseiten in die Löcher. Von der anderen Seite befestigen wir jetzt das Gegenstück der Abflussschelle. Unser Tipp: Dreht die Muttern von unten nur leicht auf. Die Mutter fixiert sich dabei von unten in der entsprechenden Vertiefung der Abflussschelle. Den Rest könnt ihr mit dem Schraubendreher festziehen. In diesem zweiten Teil wollen wir jetzt die Schlauchverbindung zur Anlage herstellen. Dafür heben wir uns den Durchlaufbegrenzer mit dem Aufkleber Abwasserausgang einmal nach oben hoch. Wir entfernen den Aufkleber von der Mutter und kleben ihn oben auf den Durchlaufbegrenzer. Die Mutter drehen wir uns einmal ab. Den grauen Schlauch vom Abfluss kommend können wir uns jetzt großzügig auf die gewünschte Länge zuschneiden. An dieser Stelle erneut unser Tipp: Je länger die Schläuche, desto einfacher ist es, die Anlage aus dem Unterschrank hervorzuziehen, um Filterwechsel oder Membranwechsel einfacher durchführen zu können. Wir schieben die Mutter auf unser zugeschnittenes Schlauchstück auf. Den Schlauch stecken wir in die Öffnung und drehen die Mutter dort von Hand auf dem Gewinde fest. Mit dem Maulschlüssel fixieren wir die Verbindung abschließend. Prima, die Verbindung zwischen der Anlage und dem Abfluss ist jetzt geschaffen. Machen wir gleich weiter mit der Installation des Wassertanks in Video Nummer 4.